Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Silberminenaktien an, die in den letzten Tagen ziemlich gut gestiegen sind. Und natürlich ist nicht nur sind nicht nur die Silberminenaktien gut gestiegen, sondern natürlich auch der Silberpreis. Wir werden darüber sprechen, was die Faktoren sind, wie die Quartalszahlen bei den Silberminenaktien waren, wo die stehen, welche Aussichten ich da habe, welche ich interessant finde und am Schluss auch noch ein kleines Ranking, was Gemini erstellt hat. Und wir werden mal schauen, ob das wirklich so die besten drei Aktien sind. All das in diesem Video. So, bevor wir reingehen und anfangen mit dem Silberkurs, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein und fangen an mit dem Silberpreis. Ja, ihr habt es vielleicht schon in meinem letzten Video gesehen zum Update von Gold und Silber, und da hat Silber jetzt in den letzten Tagen gerade in den letzten 2 Tagen wirklich eine beachtliche Explosion hingelegt, und wir waren hier am Mittwochabend noch so bei 52 US-Dollar und ja, 2 Tage später am Freitag schon über 56. Und wir sind am Freitag auch über fast 6% gestiegen in einem Tag, und das hat Silber schon wirklich sehr, sehr selten gemacht. Und zusammen mit diesem Tag haben wir gleichzeitig auch dieses letzte Allzeithoch bei 55 US-Dollar, was wir ja schon seit den 1970er Jahren hatten, ja, gebrochen. Und das ist eben, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, ein sehr, sehr signifikanter Ausbruch und für mich ein relativ klares Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend jetzt einen neuen Schub nach oben bekommt und dementsprechend auch die Silberminenaktien interessant sind. Ich habe eine Silberminenaktie, eine einzelne, schon gekauft. Die werde ich natürlich euch auch vorstellen, mit auch den Gründen, warum ich sie gekauft habe. Ich bin übrigens dann auch jetzt am Freitag in großen Gold- und Silberminen-ETFs gegangen, weil ich eben jetzt diesen Aufwärtsschub nutzen möchte, um, ich sag mal, ein paar gute zweistellige Prozentzahlen in relativ kurzer Zeit mitzunehmen. Ich denke, das ist durchaus realistisch, und ich denke auch, dass wir eine Jahresendrally bei Gold und Silber sehen dürften. Vor allem bei Silber. Weil Silber so ein bisschen Gold outperformt. Ihr seht es hier schon ein bisschen. Wir haben ja dieses Allzeithoch, ein neues Allzeithoch gemacht, während Gold ja noch dabei ist, dieses Allzeithoch zu erreichen. Also Silber performt tatsächlich aktuell ein bisschen besser. Und was ich euch auch zeigen möchte, ist hier mal dieses Gold-Silber-Ratio. Da sind wir gerade auf dem Weg nach unten, beziehungsweise das fällt gerade. Und wenn wir uns mal den letzten Silberbullenmarkt anschauen, der war 2011, dann sehen wir, im besten Fall kann das wirklich innerhalb der nächsten Monate wirklich sehr, sehr stark nach unten gehen. Und wenn das tatsächlich sich so wiederholt in der Dynamik wie 2011, glaube ich auch tatsächlich, dass ein Kursziel von Silber bei 100 Dollar in 2026 gar nicht mal unrealistisch ist. Wir werden auch gleich nochmal, oder ich zeige euch gleich auch natürlich, was die Faktoren sind. Darauf gehen wir gleich an. Aber wie gesagt, wenn wir uns mal so das Big Picture anschauen, dann ist eben Silber gerade dabei, eine sehr, sehr dynamische Aufwärtsbewegung hinzulegen, ähnlich wie damals 2011 zum Beispiel oder auch in den 1970er Jahren, 1980. Also sehr, sehr interessante Bewegung aktuell. Was sind jetzt die Faktoren? Das sind natürlich mehrere Faktoren. Natürlich so die Schwäche in den US-Dollar beziehungsweise die Flucht in Edelmetalle. Wir haben natürlich aber auch bei Silber ganz klar die industrielle Nachfrage, ja, in Solar, Elektronik, Rechenzentren etc. Energieversorgung ist ein großes Thema. Da steigt die Nachfrage nach Silber fundamental, und wir haben über viele Jahre schon ein Angebotsdefizit, also eine knappe Versorgung, was es angeht, und ja, den sicheren Hafen zusammen mit Gold habe ich ja auch schon erwähnt. Also wirklich sehr stark treibende Faktoren. Im Prinzip zeigt da alle Richtungen zeigen da fundamental nach oben. Und ich habe euch mal links auch mal die Analystenprognosen mitgebracht, hier mal dargestellt, die verschiedenen Kursziele für 2026 für Silber. Da ist die Bank of America und UBS mit 65 Dollar in 2026 noch sind die beiden euphorischen, sage ich mal. Ich bin tatsächlich so ein bisschen optimistischer, einfach weil ich glaube, dass da ein sehr, sehr starkes Momentum reinkommen kann, und eben aus die Vergangenheit gezeigt hat, dass Silber eine sehr starke Kursanstiege in relativ kurzer Zeit vollbringen kann. Das ist natürlich alles nur eine Einschätzung. Das muss nicht so kommen, das müssen wir dann betrachten, aber die Chancen stehen tatsächlich ziemlich gut. Wir sind in einem sehr, sehr guten Umfeld, dass wir hier eben in einem sehr, sehr bullischen Umfeld, dass wir eben so stark steigende Kurse auch in 2026 sehen dürften. Die wichtigsten Preislevels, wenn wir jetzt so ein neues Allzeithoch machen, ist es immer schwierig zu sagen, aber da kann man sich die psychologischen Marken natürlich herannehmen, also so die 50, die runden Zahlen wie 50, 60, 70, 75, ja, also das sind alles so psychologische Marken, wo dann viele Verkaufsorder gesetzt werden, einfach weil der Mensch aber runde Zahlen mag.
Und ja, das sind dann interessante Wendepunkte, wo man so ein bisschen die Augen offen haben muss. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr bullish. Wir gucken uns jetzt mal die einzelnen Silberminen-Aktien an. Da fangen wir an mit First Majestic. First Majestic auch Quartalszahlen, die jetzt hier so ein bisschen bei TradingView schon mal ein bisschen schlechter rot eingezeichnet wurden. Das heißt, die Ziele wurden etwas verfehlt. First Majestic nichtsdestotrotz, weil der Silberpreis gestiegen ist, auch First Majestic ziemlich stark gestiegen, 12% am Freitag, also ziemlich ordentlich. Wir kratzen gerade am Allzeithoch. Wir werden auch noch Aktien sehen, die aktuell ein bisschen besser laufen, die schon neue Allzeithochs gemacht haben. Ich für meinen Teil bin kein großer Fan von First Majestic, weil wir eine hohe Bewertung haben, die Quartalszahlen nicht so gut waren und wir generell auch nicht so profitabel sind wie jetzt bei den anderen Aktien zum Beispiel. Also wir haben jetzt hier eine Bruttomarge, die zwar auch relativ hoch ist für den Sektor von 33% oder 34%. Aber die Nettogewinnmarge ist doch recht müde, niedrig, ja, knapp 10%. Da ist schon mehr drin, das werden wir auch noch sehen. Und die freien Cashflows könnten natürlich auch dementsprechend so ein bisschen besser sein. Aber was natürlich auch sehr bemerkenswert ist, und das werden wir auch jetzt in der Zukunft mit den nächsten Quartalszahlen, die jetzt noch im nächsten Jahr kommen werden, bei anhaltend hohen Silberpreisen auch zunehmend sehen, die starke Cash-Position. Ich habe jetzt hier unten mal in den roten Balken die Nettoverschuldung. Also die Schulden minus die Barmittel und liquide Vermögen, ja, wenn also die liquiden Vermögen höher sind als die Verschuldung, dann geht es ins Negative. Das bedeutet, die Firma hat Cash und das ist eben sehr positiv zu sehen. Das bedeutet, dass Dividenden zurückkehren werden. Da gibt es natürlich sehr, sehr interessante Dividendentitel. First Majestic hat jetzt nur eine Dividendenrendite von 0,3%, aber ich erwarte jetzt für den Silberminensektor und natürlich auch für den Goldminensektor, der tendenziell bessere Dividenden zahlt, auch steigende Dividenden. Eine sehr interessante Dividendenaktie ist tatsächlich Pan American Silver. Hier haben wir schon eine Dividendenrendite von 1% und die Aktie gefällt mir tendenziell auch wirklich besser. Wir haben jetzt hier eine Bruttomarge, die vergleichbar ist mit First Majestic, aber wir haben eine doppelt so hohe Nettogewinnmarge und auch viel bessere freie Cashflows. Und deswegen bin ich so ein kleiner Fan von Pan American Silver. Ich habe die Aktie jetzt, wie gesagt, nicht einzeln im Depot, da habe ich eine andere, die besprechen wir natürlich auch. Aber ich überlege, die Aktie mir noch zuzukaufen, jetzt dann am Montag. Muss ich noch überlegen über das Wochenende. Aber wie gesagt, die Aktie hat ein neues Allzeithoch gemacht, die steht super da. Und ich denke, dass wir hier auch angesichts der Bewertung, obwohl die jetzt hier mit einem KUV von knapp 6 ziemlich hoch aussieht, dass das aber noch weiter nach unten kommen wird. Vor allem die Forward Guidance sind natürlich die Bewertungen deutlich niedriger, weil der Silberpreis natürlich deutlich am Anziehen ist und dementsprechend sind die Bewertungen auf dem aktuellen Niveau, obwohl es anscheinen mag, dass sie hoch sind, gar nicht mal so hoch und da ist tatsächlich immer noch Luft nach oben. KGV von 26 ist immer noch gar nicht so viel. Forward ist auch relativ günstig, glaube ich. Da sind wir deutlich unter 20, wie für viele andere Aktien. Aber wie gesagt, Pan American ist hier einer meiner Favoriten und wir sehen die positiven Trends bei allen fundamentalen Kennzahlen hier unten. Und deswegen ist die Aktie auch einer meiner Top-Picks, gerade auch wegen der Dividende und auch Sonderdividende, die wir hier dann bekommen könnten. Ja, Hekla auch eine sehr, sehr interessante Aktie, vor allem natürlich auch charttechnisch betrachtet, haben wir diesen ewig langen Abwärtstrend, der schon seit Jahrzehnten bestand, endlich mal gebrochen und ja, bei so langen Trends, die so lange bestehen, wenn dann ein Ausbruch nachhaltig passiert, dann ist der auch durchaus explosiv, wie so ein kleiner Vulkan, der ausbricht und das haben wir tatsächlich gesehen. Das ist auch das, was ich immer wieder gesagt habe, dass hier dann auch wirklich gute Chancen bestehen, in relativ kurzer Zeit dann sehr, sehr starke Kursbewegungen zu bekommen. Jetzt ist das Ganze natürlich auch schon sehr, sehr steil gelaufen, wo ich sagen würde, okay, die Aktie hat vielleicht auch schon sehr viel eingepreist, ist vielleicht auch ein bisschen zu dem Markt vorausgelaufen. Das kann ja auch passieren, dass manche Aktien ein bisschen besser laufen, dann ein bisschen Luft holen, wo ein bisschen schlechter performen als andere Aktien. Und wir haben hier natürlich ein bisschen höhere Bewertung vom aktuellen KUV von 9. Klar kommt das auch runter, aber es ist schon signifikant, dass wir hier schon fast am zweistelligen KUV kratzen. Das KGV ist ein bisschen hoch, liegt daran, weil Hekla jetzt so langsam so richtig in die Profitabilitätszone kommt. Und ja, ihr seht es ja auch hier, die positiven Trends sind da. Wir haben eine Nettogewinnmarge, die auch über 20% liegt. Das ist auch top. Ja, also hier kann man nicht meckern. Und Hekla auch eine sehr interessante Aktie, weil man in den USA ja auch eine Mine betreiben oder starten möchte in den nächsten Jahren. Und da hat man auch schon die Rückendeckung der US-Regierung. Also auch was das angeht, auch eine sehr, sehr spannende Aktie auf jeden Fall. So, gucken wir mal Freshnillo an.
Ist auch eine sehr, sehr interessante Aktie. Da sind wir gerade auch rein charttechnisch an einem sehr wichtigen, an einer wichtigen Marke, sage ich mal, 30 Euro. Die Aktie natürlich auch schon ziemlich gut gelaufen. Die haben jetzt hier eine Marktkapitalisierung, wie ich sehe, das ist leider nicht das KV. Wir haben jetzt aber hier 22 Milliarden Euro. Bei einem Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro, 3,3 Milliarden, also das sind so Pi mal Daumen. Ein KV von 7, wenn ich es gerade mal ausgerechnet habe, schnell. Das ist jetzt so, ich sag mal, eine normale Bewertung für die aktuellen Aktien und tatsächlich würde ich auch hier sagen, wird die Aktie auch weiter ihren Weg gehen. Die letzten Quartalszahlen, die wir hatten am August, waren mehr oder weniger wie erwartet. Aber auch hier, ich denke, es ist eine interessante Aktie, die man hier auf dem Schirm haben sollte. Eine Aktie, die mir tatsächlich ein bisschen besser gefällt, ist Silvercorp Metals. Zum einen, weil die Bewertung so ein kleines bisschen geringer ist, aber auch charttechnisch finde ich die Aktie interessant, weil wir jetzt hier an der wichtigen Marke sind, wo wir mehrere Hochs- bzw. Wendepunkte hatten, also hier quasi eine Widerstandszone. Und wenn wir die überwinden sollten, also in Richtung, also über 11 kanadische Dollar steigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir relativ schnell dann in Richtung 15, 16 steigen auch gegeben. Das heißt auch hier eine gute Chance, dass wir entsprechend gute Kursbewegungen in der nächsten Zeit sehen dürften. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist eben die Profitabilität, die kontinuierlich ist. Wir haben kontinuierliche positive freie Cashflows, die jetzt sicherlich auch noch weiter zunehmen werden, obwohl wir kurzfristig Belastungsfaktoren hatten hier bei den Quartalszahlen. Aber ich sag mal so, die letzten waren eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und die nächsten Quartalszahlen werden natürlich auch interessant, wenn der Silberpreis jetzt wieder anhaltend über 50 Dollar bleibt, dann werden diese Firmen natürlich alle ordentlich Geld verdienen und entsprechend auch ordentliche Gewinne machen. Und da bin ich wirklich gespannt, was da bei den nächsten Quartalszahlen dann in der nächsten Quartalssaison im Februar dann so berichtet wird. Ja, hier eine Bewertung von 5,3 ist jetzt, wie gesagt, moderat bis vielleicht sogar einen Ticken noch günstig, beziehungsweise hat noch auf jeden Fall Aufholpotenzial, was das angeht. Das heißt, Silvercorp Metals habe ich mir auch mal auf die Watchlist gepackt. Guckt euch die Aktie gerne auch selber mal an. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Aktie, die auch sehr, sehr spannend ist und die jetzt so richtig aus dem Vollen schöpfen kann. Und das ist Coeur Mining. Coeur Mining, ihr seht es hier auch schon an den Kennzahlen, hat eine Nettogewinnmarge von fast 50%. Da würde ich sagen, sind ein bisschen Einmaleffekte auch dabei, weil die Marge jetzt auch über der Bruttomarge liegt, was nicht so ganz stimmen kann bei TradingView. Aber wenn wir uns mal so die letzten Zahlen anschauen, hier zum Beispiel geht es alles natürlich auch in die richtige Richtung und vor allem die freien Cashflows sind hervorzuheben. Da haben sich die Investitionsmaßnahmen in die Projekte in den letzten Jahren, die zahlen sich eben jetzt aus, weil man jetzt durch die gesteigerte Produktion und die hohen Silberpreise jetzt wirklich ordentlich davon profitiert und entsprechend auch wirklich viel Geld verdienen kann. Die Quartalszahlen, ja, im Gewinn ein bisschen enttäuscht, Umsatz war ein bisschen besser als erwartet, aber ich sag's mal so, nach der Korrektur ist die Aktie meines Erachtens durchaus ein Kauf. Vor allem jetzt mit dem neuen Aufwärtsschub bei Silber sehen wir auch hier bei Coeur Mining sehen wir wieder über den gleitenden Durchschnitten. Das heißt, wir sind jetzt wieder dabei, diesen Aufwärtstrend fortzusetzen. Ganz klares Kursziel innerhalb der nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar noch in 2025, dass wir wieder dieses aus dem Allzeithoch, also nennen wir es mal Allzeithoch bei 24, 23 US-Dollar erreichen werden. Also da glaube ich, ist schon einiges noch an Kurspotenzial drin. Hier in den nächsten Wochen, also 30% traue ich schon den Silberminenaktien zu, wenn Silber weiter steigen sollte. Und dementsprechend ist Coeur Mining sicherlich auch eine spannende Aktie, was das angeht. Und natürlich, wenn man so viele freie Cashflows hat, dann ist natürlich auch die Frage, ob man nicht hier dann entsprechend auch eine Dividende etabliert. Das hat Coeur Mining noch nicht. Da bin ich mal gespannt, was kommt, was da bei einem Investor Call, Analysten Call dann entsprechend gesagt wird, ob man es vielleicht schon bei den nächsten Quartalszahlen announced. Aber grundsätzlich sind der Silberminenaktien und Minenaktien allgemein ganz gute Dividendenzahler. Genau. Dementsprechend schauen wir uns die vorletzte Aktie an. Das ist Aya Gold & Silver. Aya ist auch interessant. Man betreibt eine sehr, sehr große Mine in Marokko. Das heißt, man ist sehr nah an Europa. Grundsätzlich Marokko auch eher ein stabileres Land im Vergleich zu manch anderen Ländern, wo Gold und Silber abgebaut wird.
Die Quartalszahlen, wenn wir uns mal hier anschauen, waren eigentlich mehr oder weniger, wie die Analysten geschätzt haben. Umsatz leicht besser als erwartet. Das ist jetzt nicht so, dass es den Kurs unglaublich beeinflusst. Ja, das ist einfach der Silberpreis, der hier maßgeblich ist und die gleiche Kursbewegung wie bei Silber. Sehen wir eben auch bei Aya Gold und Silber. Und hier natürlich auch eine entsprechend hohe Bewertung, aber die Aktie und das Unternehmen wird in der nächsten Zeit auch gut profitieren können. Das werden wir gleich noch sehen. Beim Ranking, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Die Aktie ist Teil des Treppchens. Und hier sehen wir im Vergleich zu den letzten Jahren ist Aya Gold und Silber, was das angeht, was die Bewertung angeht, eigentlich relativ niedrig. Und dementsprechend ist es eigentlich noch Luft nach oben, was das angeht. Ich bin gespannt. Auch hier gleiches Bild bei den Fundamentalkennzahlen. Die positiven freien Cashflows etablieren sich so langsam. Und ich denke, da ist eine sehr, sehr interessante Aktie, die man jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit Nachholeffekt noch sich ein bisschen ins Depot legen könnte, wenn man möchte. So, gehen wir mal in die letzte Aktie rein für heute, bevor wir uns nochmal das Treppchen anschauen vom Ranking von Gemini. Und das ist die Aktie, die ich jetzt gekauft habe. Warum habe ich sie gekauft? Zum einen, oder der Hauptgrund war, warum ich sie gekauft habe, war eigentlich diese geringe Bewertung vom KUV von 2 und ein KGV, ein aktuelles KGV von unter 10. Das ist schon für mich herausstechend und da bin ich mal gespannt, ob die Börse quasi hier so einen Nachholeffekt eintreten wird, dass die Bewertung angepasst wird. Entsprechend, wenn es gut läuft und das aufgeht, was ich quasi jetzt hier so ein bisschen mir erhoffe, dann, dass wir hier Bewertungsniveaus von doppelt so hoch erreichen, also dass die Aktie sprich in den nächsten Wochen und Monaten ein Kurspotenzial von mindestens 100% hat. Deswegen habe ich die Aktie als Einzelaktie in mein Depot gekauft und bin mal gespannt, ob es aufgeht. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und nichtsdestotrotz, die Aktie profitiert natürlich auch von dem Silberpreis, das sehen wir auch hier. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob das so aufgeht. Die Sunlight Cruise habe ich entsprechend natürlich, wie gesagt, gekauft. Und jetzt gehen wir mal rein ins Ranking. Was sagt denn Gemini? Was sind die Top 3 Aktien der KI? Die wird ja tatsächlich immer besser. Und da ist tatsächlich auch auf Platz 1, so wie ich es auch schon in den letzten Videos auch immer gesagt habe, ist Pan American Silver, die mir ja einfach sehr, sehr gut gefallen aufgrund der Produktivität, also der Profitabilität. Ja, man hat die niedrigsten All-in Sustaining Costs, die Produktion steigt und man hat eben die starken Cashflows und man ist entsprechend ein guter Dividendenzahler auch in der Vergangenheit gewesen. Und das wird man mit dem positiven oder mit dem vielen Cash, was man jetzt macht, natürlich dann auch entsprechend dann wahrscheinlich auch in Form von Sonderdividende dann entsprechend dann ausbezahlen können. Ja, Aya Gold und Silver, die Wachstumsstory, deswegen auf Platz 2, massive Expansionen. Das ist natürlich jetzt in so einem Umfeld mit stark steigenden Silberpreisen, ist es natürlich das, was die Börse sehen möchte. Und dementsprechend ist Aya hier auf Platz 2. Und als der einzige Silberproduzent in Marokko, das habe ich zuvor auch nicht gewusst tatsächlich. Und dementsprechend natürlich auch hier ein Top-Pick für den Rohstoffbereich. Und Curve Mining, auch natürlich der freie Cashflow, der herausgestochen hat. Das haben wir ja besprochen. Und dementsprechend würde ich sagen, sind es alles 3 Top-Aktien. Macht gerne euer eigenes Bild. Welche Aktien gefallen euch? Schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir da ein bisschen diskutieren. Und was mich natürlich auch interessiert, wie gefallen denn euch solche Bilder von der KI beziehungsweise solche Grafiken? Dann baue ich das vielleicht in der nächsten Zeit ein bisschen mehr ein. Mir persönlich, ich finde es cool, wenn man da so ein bisschen die Daten visualisiert, aufbereitet hat. Und ja, dann machen wir das in der nächsten Zeit ein bisschen öfter. Ich bin gespannt auf eure Meinung und hoffe natürlich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen oder Livestreams, wenn ich eure Aktien live dann analysiere. Also bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg und ciao.